Hallo zusammen, ich begrüße euch hier bei GAD Motors und wollte euch heute erklären ein bisschen was zu dem GAD Saugrohr. Wir werden da von sehr vielen Leuten gefragt, was hat das für einen Vorteil, wozu brauche ich das, was ist der Unterschied zum Seriensaugrohr. Ja, und da möchte ich heute ein bisschen näher drauf eingehen und euch ein bisschen zeigen, was man damit machen kann und wozu ist es überhaupt gut. Ja. Als erstes, es sieht super toll und wichtig aus. Und das GAD-Logo kommt so cool rüber. Aber natürlich ist das nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt an der Sache ist, ich habe hier mal ein originales Saugrohr vorbereitet. Das habe ich mal in 2 Hälften geschnitten, so dass man auch mal das Innenleben mal angucken kann. Weil die meisten von euch wissen überhaupt nicht, was läuft da drin ab in so einem Saugrohr. Ja, Saugrohr. So, als erstes, es ist aus Kunststoff. Natürlich hat es hier sehr schöne Verstärkungsrippen. Aber trotzdem bei härteren Applikationen, damit meine ich jetzt hoher Ladedruck, kombiniert mit Methanol-Einspritzung, passiert es oft, dass die Saugrohre hier an der Schweißnaht aufplatzen. Der Schnitt von mir ist jetzt nicht genau an der Schweißnaht, aber an der Schweißnaht sage ich, weil das Saugrohr aus 2 Teilen besteht, das originale Saugrohr, und wird dann über eine Reibschweißung zusammengefügt. Also es ist nicht geklebt, sondern zusammengefügt hier über eine Reibschweißung. Man sieht hier innen drin auch die Schweißnaht, die sich hier drin verläuft. Also dass es wirklich 2 Teile sind. Das Saugrohr platzt dann auf. Also man hat in etwa dann sowas. Motor läuft dann komplett schlecht und ja, es ist kaputt. Ja, das ist der erste große Vorteil. Hier natürlich Aluguss, sehr stabil. Kann man damit, keine Ahnung, 500 Bar fahren. Also es platzt, alles andere eher, bevor das Saugrohr platzt. Dann der nächste große Vorteil. Da würde ich jetzt mal das GAD-Saugrohr, habe ich auch vorbereitet. Habe ich auch in 2 Teile geschnitten, dass ihr euch mal ansehen könnt, wie sieht das überhaupt innen drin aus. Die meisten haben es auch noch gar nicht gesehen. Also als erstes, man sieht hier schon, hier einfach 4 Löcher rein, hier Trichter, und viele werden jetzt fragen, wozu Trichter? Dazu komme ich gleich, aber dann noch, man sieht ja vom Volumen her, dass es viel voluminöser ist, das Saugrohr, also schon so, wenn man die Größe anguckt, voluminöser, also man hat viel mehr Luftvolumen bei hohen Drehzahlen. Wenn der Motor wirklich viel Luft braucht, ist es natürlich sehr gut, wenn man genug Luftvolumen zur Verfügung steht, sonst saugt der Motor das Saugrohr leer. Da kann der Turbolader gar nicht genug nachschieben. Jetzt komme ich mal zu den Trichtern. Die Trichter, natürlich ist es wie ein umgedrehter Regenschirm. Das kennt ja bestimmt jeder von euch, im Regen den Regenschirm umzudrehen. Ich nehme mal jetzt hier das Flipboard zu Hilfe. Also wenn man jetzt einen Trichter nimmt, der so läuft, natürlich ist es jetzt im Schnitt, und man würde jetzt im gleichen Durchmesser ein gerades Loch nehmen. So. Dann leuchtet es wahrscheinlich jedem ein, dass hier die Luft, die einströmt, so eingefangen wird und dann natürlich hier trichtermäßig zugefügt wird. So.
dass man da viel mehr Luftvolumen reinbekommt, wie jetzt nur bei einem geraden Rohr, wo die Luft nur so einströmen kann. Man sieht ja hier anhand alleine von diesen Strichen, natürlich, es ist jetzt nur gezeichnet hier als Striche, aber es ist in der Realität auch so, dass die Moleküle, die Luftmoleküle, werden praktisch so aufgefangen wie Regentropfen bei einem Regenschirm, den man umdrehen würde. Und hier in das gerade Rohr fallen nicht so viele rein. Also das hat man ja hier an dem Beispiel von dem geraden. Da passen jetzt, sage ich mal, die zwei Finger durch und man sieht, wenn ich jetzt hier die zwei Finger, weil die Löcher am Zylinderkopf sind ja gleich groß, aber wie viel Luft man jetzt hier rechts und links hat, und das kann natürlich so alles aufgezogen werden. Das wäre der große Vorteil von den Trichtern. Wir haben das gemessen, mit unserem Saugrohr haben wir beim gleichen Ladedruck 10% mehr Zylinderfüllung. Also es bringt einen sehr großen Vorteil, natürlich in der Herstellung. Viel komplizierter, viel aufwendiger. Das ist der Hauptgrund, warum der Serienhersteller das so macht und wir es dann so machen. Weil es einfach also wir machen es nicht, weil es aufwendiger ist, wir machen es, dass es besser ist. Aber der Serienhersteller macht es nicht, weil für ihn ist es ausreichend. Dieses Saugrohr reicht absolut aus, um die 600 PS von einem GTR zu machen. Das reicht auch aus, um 900 PS zu fahren. Aber wenn man nachher immer weiter und weiter nach oben gehen will, und ich meine dann Richtung 1300 PS etc., ist man natürlich über jedes bisschen Luft happy, was man bekommt. Und das ist natürlich bei dem Saugrohr viel effizienter. Das wäre ein Teil von der ganzen Story. Jetzt kommt ein nächstes sehr entscheidender Aspekt für das Saugrohr. Wie jeder das kennt, fahren wir hier bei dem Mercedes GTR oder GTS einen Direktanspritzer, der ja von der Hochdruckpumpe mit Kraftstoff begrenzt ist. Es sind nicht mal die Injektoren. Die Injektoren können viel mehr als die Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe ist sozusagen der limitierende Faktor bei dem Motor. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, aber da kann man ja verstärkte Hochdruckpumpe nehmen. Ja, kann man auch. Da gebe ich vollkommen recht. Bis zu einem gewissen Punkt funktioniert es, aber auch da ist irgendwann mal, auch mit der verstärkten Hochdruckpumpe, irgendwann mal Ende der Fahnenstange. Und das ist so circa bei 1000 PS. Wenn man dann natürlich mehr fahren will, oder man möchte jetzt andere Kraftstoffe verwenden, wie zum Beispiel E85, wo man circa 30% mehr Volumen braucht, also mehr Kraftstoff. Dafür ist es hochoktanig, ziemlich günstig, sehr gute Kühlwirkung. Braucht man irgendwas anderes. Wir haben jetzt hier eine Lösung gemacht. Man sieht es hier, die Dinger unterstützen auch noch das Einströmen der Luft, dass die Luft praktisch zu den Trichtern geführt wird. Also es ist in etwa, wenn man hier noch sowas hat, so dass die Luft wirklich da rein muss. Das ist praktisch die Gegenseite von unserem Saugrohr. Seriensaugrohr, einfach plumpt gerade. Die Luft, die hier reinströmt, rennt bis nach hinten zu dem letzten Zylinder. Ja, dann verteilt sie sich über die anderen. Ja, Entschuldigung, kurz abgeschwiffen. Eigentlich wollte ich jetzt zu der anderen netten Gimmick kommen. Wir haben hier Löcher reingebracht. Also nicht einfach nur Löcher reingebohrt, sondern das sind spezielle Sitze, die für MPI-Injektoren gemacht wurden. Das heißt, wir können hier zusätzlich Kraftstoff in oberen Drehzahlen und in hohen Ladedruckbereich
über MPI, also Saugrohreinspritzung, zugeben. Der Motor läuft normal immer noch als Direkteinspritzer und wenn der Direkteinspritzung anfängt, der Kraftstoff auszugehen, kann man über diese MPI-Injektoren dann Kraftstoff noch zugeben. Ich demonstriere das mal. Ich habe hier ein bisschen Vaseline, dass es alles ein bisschen leichter reingeht und die Ohrringe nicht beschädigt werden. So. Also man kann hier wunderschön diese Injektoren einbauen. Man hat ja schon gehört, wahrscheinlich auf dem Video. Ja, ich sage wahrscheinlich, weil natürlich weiß ich es nicht, während ich es hier einbaue. Aber wie gesagt, sie reinkloppen. Es ist alles praktisch so gemacht, dass es hier abdichtet über diesen O-Ring, dass der Ladedruck daher auch nicht entweicht. So. So. Jetzt habe ich die Injektoren mal hier reingemacht. Ja, viele werden sagen, ja und? Wie kommt jetzt der Kraftstoff dahin? Dazu komme ich gleich. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, ich nehme mal hier eine Taschenlampe. So sieht man das vielleicht besser, dass die Injektoren wirklich da zentral in den Löchern drin sind. Also die Spritzen kerzen gerade hier ein in den Zylinderkopf. Weiß nicht, könnt ihr es so sehen? Ich hoffe mal. Ja, also die Injektoren spritzen genau vor die Ventile ein und damit kann man noch die Kraftstoffmenge erheblich erhöhen. Die MPI-Injektoren gibt es natürlich in verschiedenen Größen, also theoretisch könnte man da auch irgendwelche 2000 PS Düsen einbauen, also Injektoren. Wir haben das jetzt in einer moderaten Größe belassen, aber das ist frei wählbar. Also da kann jeder sozusagen reinstecken, was er möchte nachher, von der Injektorgröße, wenn da jetzt jemand irgendwelche Sonderapplikationen macht. Diese Kombination mit den verstärkten Hochdruckpumpen und Normalkraftstoff, also ich sage Benzin, kein E85, also das Ethanol, ist ausreichend für ca. 1600 PS. Und man muss den Wagen nicht unbedingt dann abmagern, so dass man riskiert sehr hohe Abgastemperatur, sondern das ist alles noch in einem normalen Bereich. So, zu dem Ganzen kommt noch so eine Rail. Hier vorne wird der Kraftstoffzulauf. Hier kann man einen Drucksensor einbauen, so dass man immer überwacht, was für einen Kraftstoffdruck man in der Rail hat. Und hier hinten an der Rail wird dann der Kraftstoffrücklauf eingeschraubt. Die Rail ist jetzt hier natürlich vorbereitet auch für die Injektoren. Ja, vielleicht noch so ein kleines Ding. Die ist hier hinten ganz knapp auch angeschrägt, weil sonst kommt es hier zu einer Kollision im Fahrzeug. Also da ist schon wirklich knapp. Man kann nicht mal mit der Rail kerzengerade gehen, sonst würde man im Fahrzeug hier anstoßen, also in dem Bereich. Man musste das anschrägen, also schon alles mitgedacht. So. Wird hier nachher mit 2 Schrauben festgemacht. Ja, wie Sie sehen Sie nichts. Gut, ich lasse die Schrauben mal raus. So sieht das Ganze nachher aus. Also von hier wird Kraftstoff zugefügt. Man kann es entweder von einem externen Tank zugeben oder wenn man eine starke
Niederdruck-Kraftstoffpumpe hat, dass man das von dem normalen Tank bezieht. Wie gesagt, hier kommt noch ein Rücklauf, so dass das Kraftstoff hier zirkulieren kann. Und hier kann man noch einen entweder Drucksensor einbauen oder auch einen Verschluss stopfen. Das ist dann so eine komplette Saugrohreinheit, wie sie nachher im Fahrzeug installiert wird. Falls jemand sich entschließen sollte und sagt, okay, ich hätte gerne das Saugrohr, aber die Injektoren brauche ich nicht, haben wir dafür Blindstopfen, dass praktisch in die Löcher Blindstopfen reingemacht werden, so dass hier keine Injektoren drin sind, sondern einfach die Löcher verschlossen sind. Ja, vielleicht hier nochmal zur Demonstration. Also der Injektor sitzt in dieser Position, also mit einem langen Rüssel, so dass er praktisch hier den Kraftstoff einsprühen tut, genau in den Zylinderkopf, so dass die ganze Luft auch den Kraftstoff mitnehmen tut, der dann in den Zylinderkopf als Luft-Kraftstoff-Gemisch hier gelangt. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne in die Kommentare reinschreiben.